Blick auf den EU-Gipfel mit stellvertretender Weltchefredakteur Robin Alexander. Willkommen im Studio. Hallo. Ja, nun, also Besetzung von Spitzenposten, das ist natürlich wichtig und interessant. Ursula von der Leyen verlässt sich da jetzt offenbar doch auf SPD, auf Liberale und sogar vielleicht auf Grüne, wenn es um die Mehrheiten geht. Ist der Flirt mit Rechtsaußen jetzt vorbei? Also jetzt ist ja der EU-Rat in Brüssel. Ja. Und da ist es so, dass Ursula von der Leyen, die ja zu der christdemokratischen Parteienfamilie gehört, gestützt wird von sozialistischen Politikern und von liberalen Politikern. Also eine Koalition der Mitte, wo die Grünen noch außen vor sind, die in diesem Gremium gar nicht gebraucht sind. Wenn die sie dann nominieren, muss auch noch das Europaparlament in Straßburg zustimmen. Und da hätte diese große Koalition der Mitte, Christdemokraten, Sozialisten, Liberale, auch eine Mehrheit. Aber im Europaparlament geht es etwas wackeliger zu als beispielsweise im Bundestag. Da stimmen auch schon mal Leute dagegen. Deshalb ist da die Frage, ob man die Grünen noch dazu nimmt. Also der Flirt mit Rechtsaußen ist erstmal noch nicht vorbei, sagen Sie? Ja. Also jetzt in diesem EU-Rat gibt es ja eine Ministerpräsidentin, die rechtsaußen zu verorten ist. Das ist Giorgia Meloni von Italien. Die ist super sauer, weil sie dachte, auf diesem EU-Rat werden diese Posten verteilt und die Mitteparteien haben das schon vorher ausgemacht. Und jetzt hat sie sich etwas aufgemuskelt und gesagt, Italien wäre ein großes Land und so könne man mit Italien nicht umgehen. Aber ich denke, sie wird mit einem halbwichtigen Posten abgefunden. Wie ist es mit den beiden anderen doch sehr wichtigen Posten, also EU-Außenbeauftragte und dann auch noch, helfen Sie mir, wer war der dritte? Der EU-Ratspräsident, verdammt, sehr wichtig, natürlich, ja, genau. Ja, also das ist ein Paket, ja, EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, eine Christdemokratin, schon erklärt. EU-Ratspräsident, also der Mann, der die Staats- und Regierungschefs einlädt und versucht, zu einer Konsensfindung zu kommen, Antonio Costas. Portugiese, Sozialist, vor einem Jahr zurückgetreten, aber lustigerweise, weil die Ermittlungsbehörden seinen Nachnamen verwechselt haben. Costas heißen nämlich viele Leute in Portugal. Und Kaja Kallas ist eine Liberale aus Estland. Und interessant ist, dass die drei sich gut verstehen. Das war bisher bei den Top-Jobs nicht so, da gab es Rivalitäten. Und vor allen Dingen die beiden Frauen sind gegenüber Russland als Falken bekannt. Also Frauen, die verstanden haben, wie sehr die Ukraine der europäischen Unterstützung bedarf. Das verrät dann vielleicht auch schon was über die strategische Ausrichtung dann in den nächsten 5 Jahren. Wie sieht es denn um die anderen ganz heißen Themen aus, wie Asyl- und Wirtschaftspolitik? Im Asylrecht hat die EU ja gerade erst sich auf ein neues Verfahren geeinigt. Das gilt es jetzt durchzusetzen. Und die in dem Beitrag oder in der Anmoderation angesprochene Grenze, die wird als Verteidigungsgrenze zu Weißrussland angesprochen. Aber ein großes Problem ist, dass der weißrussische Diktator Migranten einfliegen lässt, um sie über diese Grenze nach Polen zu schicken. Das hat auch eine dieser Komponenten. Ja. Wirtschaft ist das Zweite. Und das Dritte ist der Green Deal. Da wird nicht mehr so gerne drüber gesprochen. Das war das große Reformwerk von Frau von der Leyen aus der letzten Legislaturperiode. Und einige hoffen jetzt, dass sie das teilweise wieder abbaut. Da wäre ich skeptisch. Wie sieht es jetzt bei der Sicherheitszusammenarbeit überhaupt aus, auch mit der Ukraine? Denn Zelensky, also der Präsident der Ukraine, ist ja in Brüssel auch offenbar zu Gast. Werden da die Weichen gestellt, nicht nur für Sicherheitszusammenarbeit, sondern möglicherweise für die Mitgliedschaft? Bei der Sicherheit ist es ja schwierig, weil das Sicherheitsbündnis ist ja nicht die EU, sondern die NATO eigentlich. Eigentlich, ja. Ja, also die EU hat auch eine Sicherheitskomponente, hat auch eine Beistandsverpflichtung, aber eigentlich ist unser Verteidigungsbündnis die NATO. Und die EU hilft der Ukraine, indem sie Waffenkäufe finanziert. Und deshalb ist das wichtig für die Ukraine, dass das weiter geschieht. Und sieht es danach aus? Ja, wie gesagt, Ursula von der Leyen und Kaja Kallas sind zwei Frauen, die in dieser Frage niemand katholisch machen muss. Die kann man um 4 Uhr nachts wecken und die wissen, was im Kreml los ist. Und das ist etwas, diese Europawahl und das Ergebnis, was jetzt dabei rausgekommen ist, ist für die Ukraine eine gute Nachricht. Und wie vielleicht abschließend noch für Deutschland, wird diese Neuausrichtung oder diese Ausrichtung der EU jetzt künftig Deutschland als Waffenlieferant entlasten in irgendeiner Weise? Naja, es gibt ja immer zwei Sorten. Es gibt die Waffen, die die Armeen liefern, also aus Beständen der Bundeswehr. Und dann gibt es die Waffen, die wir kaufen als Deutschland und in die Ukraine schicken. Und das soll weniger werden, weil einerseits die EU finanziert und andererseits die G7 auch so einen großen Fonds aufgesetzt haben. Also da hofft auch zum Beispiel die Ampelkoalition, die gerade um den Haushalt ringt, dass man da künftig billiger wegkommt. Das wäre zu wünschen. Robin Alexander, vielen Dank für diese Hintergrundinfos. Gerne.